BGFS ist eine neue Fallsystem-Technologiepartnerschaft mit der Firma ThinkPark, die wir dieses Jahr geschlossen haben. Und es handelt sich dabei um die erste Technologiepartnerschaft des Fallsystems in der Media-Entertainment-Branche. Was am BGFS so spannend ist, dass es einerseits die Cloud-Innovationen der Zukunft ermöglicht, aber auch andererseits die Performance-Anforderungen on-premise heutzutage erfüllen kann. Wenn man ein Fallsystem zum ersten Mal im Media-Entertainment-Bereich einsetzt, stellt sich natürlich die Frage, wie gut das für Video- und Audio-Files geeignet ist. Da natürlich die Performance-Anforderungen aus unserem Umfeld eine ganz andere Art von Charakteristik erfordert, als das im klassischen IT-Bereich der Fall ist. Man denkt da jetzt zum Beispiel an die berühmte Realtime-Anforderungen und das Streaming im Gegensatz zu Burst-Zugriffen. Die Leistungscharakteristik des Fallsystems ist so wichtig, weil heutzutage die modernen Speichermedien, wenn wir jetzt von Flash-Speichern, NVMe und SSDs reden, häufig gar nicht mehr das Nadelöhr sind. Also wenn man sich da vorstellt, dass eine NVMe bis zu 7000 Megabyte die Sekunde leisten kann und wir zum Beispiel im Elements Bolt 24 davon verwenden, kann man sich vorstellen, dass das Nadelöhr in der Speichertechnologie sich verschiebt. Früher waren das die Festplatten, die durch ihre mechanische Charakteristik mit den drehenden Scheiben und den Köpfen das Nadelöhr bildeten. Heute ist das Nadelöhr wirklich eher in der Software zu finden, die die Zugriffe auf den Speicher eben verwaltet oder koordiniert oder erst möglich macht. Und ganz viele Fallsysteme, die heute im Markt eingesetzt werden, sind nicht in der Lage, da wirklich die Leistung weiterzugeben, die von den Speichermedien eigentlich bereitgestellt wird. Das ist vor allen Dingen im Videobereich der Fall, weil es hier auf sehr konsistente und vorhersehbare Leistung ankommt, weil man eben das Videomaterial mit der exakten Bitrate abspielen muss und dort keine Einbrüche haben möchte, weil dann natürlich ein Video, was abgespielt wird und nicht flüssig läuft, das ist für den Anwender wertlos. Und deswegen hat das einfach extrem viele Herausforderungen. Dann die andere Sache mit den Workflows der Zukunft ist, wenn wir jetzt an die Cloud denken. Man hat gesehen, dass schon seit vielen Jahren die Cloud ja eigentlich ein alltägliches Thema ist. Aber wenn wir heute von Cloud reden, dann reden wir von Archiv-Workflows, wo man sich zunutze macht, dass die großen Cloud-Anbieter, man denkt da typischerweise an Amazon, Google, Microsoft und so weiter, sehr günstige Speicheralternativen anbieten in ihren Rechenzentren, um eben Daten quasi für immer vorzuhalten zu einem sehr geringen Preis. Und das andere ist, wenn man an Cloud denkt, man denkt an Transfer. Man sorgt dafür, dass das fertige Asset von seiner Postproduktionsfirma zum Beispiel an den Endkunden übermittelt wird oder dass man es im Video-on-Demand-Portal hochlädt von dem Streaming-Anbieter. Das heißt also, heutzutage ist Cloud eigentlich etabliert im Bereich Archiv oder Transferring von Assets. Man sieht aber, dass da im Markt gerade natürlich durch Corona und den Wandel der Arbeitsweise in den Unternehmen auch viele andere Schritte des Produktionsumfeldes immer stärker Richtung Cloud wandern. Es gab auch letztes Jahr, ich sag mal, eine Studie oder ein White Paper von Movie Labs. Das ist ein Zusammenschluss der, ich glaube, 5 größten Filmstudios aus Amerika, die sich zusammengesetzt haben und erarbeitet haben, wie sie die Vision der Zukunft sehen. Und sie nennen es Vision 2030, also wie wird 2030 gearbeitet. Und darin gibt es verschiedene Thesen. Und eigentlich dreht sich alles in diesem White Paper darum, dass in Zukunft die komplette Arbeitswelt, auch in der Filmproduktion, sich in der Cloud abspielt. Und eine der Kernthesen in diesem Paper war, dass das Asset direkt in die Cloud geingestet wird. Und die nennen es eben Camera-to-Cloud-Workflows. Und der zweite Schritt ist dann, dass das Asset die Cloud nie verlässt. Den kompletten Lifecycle in der Produktion einfach komplett in der Cloud bleibt. Und das erfordert natürlich, dass die Anwendungen, mit denen wir heutzutage die Videofiles bearbeiten, auch in die Cloud wandern. Das heißt also, anstatt den Schnittplatz in der Postproduktionsfirma oder im Fernsehsender zu haben und die Assets aus der Cloud herunterzuladen, werden die Applikationen, die die Videoarbeitung durchführen, dann in der Cloud ausgeführt und man greift mit Remote Access Tools auf diese Applikationen in der Cloud zu. Und das erfordert einfach ein wahnsinniges Umdenken. Das ist eine Vision. Ich kann auch nicht genau sagen, wie viel davon wirklich in die Tat umgesetzt werden wird. Aber die Prinzipien dahinter, die sind sehr, sehr beeindruckend und haben ein enormes Potenzial. Man denke jetzt zum Beispiel an Stromkosten, Kühlung oder auch einfach wirklich Gebäudekosten, um irgendwie Rechenzentren oder Serverräume lokal zu betreiben. Was ein Speichersystem dafür leisten muss, um hybrid eingesetzt zu werden,
weicht stark von dem ab, wie man heutzutage über Speicher denkt. Wir denken heute, dass man Festplatten oder SSDs oder in sehr modernen Systemen NVMEs lokal in seinem Rechenzentrum einsetzt und dann direkt mit diesen Speichermedien kommuniziert. Wenn man aber jetzt über Cloud-Workflows nachdenkt und Speicher, der hybrid in die Cloud wächst und gleichzeitig in der Lage sein soll, die Performance lokal zu bieten, ist dieser direkte Festplattenzugriff, wie wir ihn kennen, der sogenannte Block Access, bei den Cloud-Anbietern nicht möglich, weil zum Beispiel Amazon lässt uns nicht direkt auf seine Festplatten oder SSDs schreiben, sondern stellt uns zum Beispiel Container bereit oder virtuelle Maschinen, die in der Cloud betrieben werden. Und die Filesysteme, die heutzutage in unserem Media-Entertainment-Bereich etabliert sind, erwarten, dass sie quasi direkt mit dem Speichersubsystem kommunizieren können, dass sie quasi direkt auf die Sektoren der Festplatte oder der SSDs schreiben können. Das ist aber in der Cloud so in den meisten Fällen nicht möglich. Vor allen Dingen, wenn man über On-Demand-Speicher in der Cloud nachdenkt. Also das Einsetzen von Speicherressourcen für einen kurzen Augenblick, ohne dass man die jetzt dauerhaft betreibt. Denn da steckt natürlich das große Potenzial der Cloud, dass man zum Beispiel für die Zeit des Render-Jobs mehrere Terabytes nutzt, aber danach die nicht weiter bezahlen muss. Und die meisten Filesysteme, die heutzutage schon etabliert sind im Media-Entertainment-Bereich, können das rein technisch einfach nicht. Und BGFS durch seine sehr offene und sehr flexible Architektur ermöglicht es wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, einen temporären Speicher in der Cloud zu erzeugen, der verknüpft ist mit dem lokalen Speicher, sodass dann dort ein Datenaustausch stattfinden kann und zum Beispiel ein Transcoding oder ein Renderjob somit über nahezu beliebig viele Ressourcen in der Cloud distributed werden kann, verteilt werden kann. Und sollte der Job dann zu Ende sein, beendet man einfach dieses On-Demand-File-System und muss dann auch nicht weiter dafür bezahlen. Das ist noch Zukunftsmusik, das ist nichts, was wir jetzt Dezember 2021 zeigen oder verkaufen oder installieren können. Aber das Filesystem selbst, BGFS selbst, hat diese Technologien schon alle an Bord und die sind auch einsatzbar. Und wir werden das jetzt sukzessive, ich denke, im Laufe des nächsten Jahres immer weiter integrieren, sodass wir wahrscheinlich Ende 2022 die ersten On-Demand-Worker-Nodes zum Beispiel anbieten können, sodass man wirklich auf Knopfdruck dort Ressourcen in der Cloud deployen kann. Wir sehen einfach als Speicheranbieter, der heutzutage noch natürlich davon lebt, dass wir lokale Speichersysteme, On-Premise-Storage verkaufen, dass da eine große Aufbruchsstimmung irgendwie herrscht. Und wir wollen sehr, sehr früh dabei sein natürlich. Und wir wollen mitdefinieren, wie diese Workflows in Zukunft aussehen können. Und dazu erfordert es eine Technologie, gerade aus dem Speicherumfeld, die dort hybride Workflows ermöglicht. Und dieses starre Denken von der Speicher ist eine laute, schwere Kiste, die man sich ins Rack schraubt, irgendwie ein bisschen aufbricht und flexibler gestaltet. Und BGFS ist dann eine ganz wichtige Komponente für uns und mit der erste Schritt, um da in Richtung Zukunft zu schauen.